Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Kartoffelgulasch mit Champignons und Paprika. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend grob hacken, danach 2 bis 3 rote Paprikaschoten waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Außerdem noch ca. 300 Gramm braune Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Und zum Schluss noch 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und ebenfalls grob hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf aufsetzen, einen guten Schuss Öl hineingeben, dann das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze richtig schön anrösten für 4 bis 5 Minuten. Nebenbei bereiten wir noch die Kartoffeln vor. Insgesamt ca. 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln. Zunächst schälen, danach in Würfel bzw. Stücke schneiden. Das Gemüse immer mal wieder umrühren, richtig schön anbraten lassen und sobald das Gemüse eine schöne röstbraune Farbe angenommen hat, geben wir einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark dazu, außerdem je einen gehäuften Teelöffel süßes sowie scharfes Paprikapulver und geräuchertes Paprikapulver über das Gemüse streuen, Tomatenmark und Gewürze unterrühren, ganz kurz mit anrösten lassen und dann löschen wir mit 200 bis 250 Milliliter Rotwein ab. Solltet ihr auf Alkohol verzichten wollen, nehmt ihr hier einfach Gemüsebrühe, den Rotwein unterrühren, nahezu vollständig verkochen lassen und wenn das erledigt ist, kommen die vorbereiteten Kartoffelstücke mit in die Pfanne. Alles einmal kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Einmal kurz umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Und dann gießen wir das Ganze mit Gemüse oder Fleischfond bzw. Brühe auf, bis die Kartoffeln gut mit Flüssigkeit bedeckt sind. Jetzt zum Kochen bringen und für ca. 20 bis 25 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren und anschließend weiter köcheln lassen, so lange bis die Kartoffeln gar sind. Zum Schluss schmecken wir das Kartoffelgulasch noch mit etwas Zuckerrübensirup, Balsamicoessig und Sojasauce ab. Wer mag, kann die Soße auch zusätzlich noch mit etwas Speisestärke abbinden, falls die Kartoffelstärke allein und das Reduzieren der Flüssigkeit nicht ausgereicht hat. Und dann können wir servieren. So sieht das fertige Kartoffelgulasch mit Pilzen und Paprika dann aus. Jetzt vom Herd ziehen, mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.